My name in diamonds, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find. Start am 6. April. Das sind die Höhepunkte der Fischmarkt-Saison 2025. Die Düsseldorfer Fischmarkt-Saison startet am 6. April mit vielen kulinarischen Highlights am Tonhallenufer. Von Wein bis Champagner mit Currywurst bleibt kein Wunsch offen. Den Fischmarkt in Düsseldorf gibt es inzwischen seit 26 Jahren. Nach mehreren Saisons im Medienhafen hat er längst seinen festen Platz am Tonhallenufer gefunden und ist aus dem Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken. Bis zu 25.000 Besucher kommen bei gutem Wetter über den Tag verteilt zum Fischmarkt. Die erste Ausgabe 2025 findet am Sonntag, 6. April, statt. Der Fischmarkt entwickelte sich in den vergangenen 2,5 Jahrzehnten zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer, Ausflügler, Familien und ab dem späten Mittag auch für Partygänger. Die Besucher kommen nicht nur aus Düsseldorf, sondern reisen aus der ganzen Region an. Jung und alt treffen sich am Tonhallenufer. Dass der Fischmarkt einmal so eine Institution wird, hätte ich nie gedacht. Er ist ein Event für jegliche Zielgruppe geworden, sagt Veranstalterin Gabriela Picariello, Agentur Rhein bei der Vorstellung des Programms 2025. Auch in der anstehenden Saison bleibe der Fischmarkt seinem Konzept treu. Essen, trinken, tanzen und zwischendurch stöbern und shoppen und das alles mit Blick auf den Rhein. Fischmarkt 2025, das sind die 8 Termine. Die 8 Termine des Düsseldorfer Fischmarkts in der Saison 2025, jeweils sonntags von 11 bis 18 Uhr. 6. April, 18. Mai, 1. Juni, 29. Juni, 3. August, 14. September, 5. Oktober, 2. November. Fischmarkt Düsseldorf mit Wein, Altbier und Champagner. Pro Fischmarkt kommen jeweils zwischen 70 und 80 Aussteller zum Tonhallenufer und bauen ihre Stände auf. Die Besucher dürfen sich von Fisch, Meeresfrüchten, Flammkuchen und Bouillabaisse bis hin zu Burgern, Wildspezialitäten und Empanadas freuen. Dazu gibt es eine erlesene Auswahl an Weinen, Champagner, Cocktails und selbstverständlich auch Düsseldorfer Altbier. Dazu kommt auf dem Fischmarkt Musik von DJs oder Livebands. Oditza, das sind Philipp Klaus und Conor Lehmann, etwa spielt elektronische Klänge und versorgt die Besucher zusätzlich an der Frozen Bar mit eigenen Slush-Cocktails wie dem Aperol Slush. Erstmals mit dabei ist in diesem Jahr das Meerbuscher Restaurant Ratatouille von Chefkoch Sam Keshvari. Er bietet Fisch, hausgemachte Quiches und französische Käseplatten an. Auch der Franzose Sebastian Caso wird nach Düsseldorf kommen und an seinem Stand laut Picariello reichlich französische Lebensfreude aus seinem Heimatland präsentieren. Champagner mit Currywurst und Wein aus Südafrika beim Fischmarkt. Oliver Wilm-Ehring wird die klassische Berliner Currywurst von der Düsseldorfer Metzgerei Schlösser mit einer Champagner-Currysoße vereinen. Dazu serviert er rund 20 verschiedene Sorten Champagner, aber auch Wein. Beim Champagner soll es gehobene sowie erschwingliche Sorten geben. Der Pempelforter Weinladen Taste bei Links wird Produkte vom eigenen Weingut in Südafrika anbieten. Jens Schmidt baut zum 2. Mal beim Fischmarkt seine Pop-Up-Bar auf und versorgt seine Gäste wieder unter anderem mit einem selbstgemachten Aperol-Eis. Aber auch Blumen, Mode und Schmuck werden auf dem Fischmarkt verkauft. Alissa Bohnenkamp etwa ist mit ihrem Stand Tanamera Jewelry Designs dabei. Sie war von ihrer Premiere 2024 so begeistert, dass sie auch für die anstehende Saison wieder zusagte. Take your
Taking it just like this. driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight.